Wie kann man auf Deutsch über seine Gefühle sprechen? Gute Frage, Markus. Gefühle auszudrücken ist sogar in der Muttersprache schwer. In einer Fremdsprache fühlt es sich oft doppelt schwierig an. Ja, ich erinnere mich an meine ersten Monate in Deutschland. Ich konnte kaum erklären, warum ich traurig oder frustriert war. Das war echt unangenehm. Kann ich verstehen. Vielen unserer Hörer geht es bestimmt genauso. Ohne Worte bleiben die Gefühle im Körper stecken. Genau. Und wenn wir sie nicht teilen, bauen wir Mauern um uns. Lass uns also klären, warum das Thema so wichtig ist. Gefühle teilen schafft Vertrauen. Es hilft auch, Missverständnisse zu vermeiden. Wenn ich sage, dass ich müde bin, weiß mein Gegenüber, warum ich still bin. Richtig. Außerdem vertieft es Beziehungen. Ein einfaches „Ich bin glücklich“ kann Nähe bringen. Oder ein ehrliches Ich habe Angst öffnet Raum für Unterstützung. Unsere Hörer können heute prüfen, welche Gefühlswörter sie schon kennen. Stimmt. Vielleicht kennen Sie glücklich oder wütend, aber fehlt vieles dazwischen. Genau. Ein breiter Wortschatz erlaubt feine Nuancen. So wirkt man authentischer. Ich habe das selbst erlebt. Früher habe ich oft nur gut oder schlecht gesagt. Oh ja, das kenne ich auch von Lernenden. Alles ist okay. Aber okay verrät nicht viel. Es verhindert tiefe Gespräche. Und tiefe Gespräche machen Freundschaften stark. Sie helfen auch im Beruf. Stell dir ein Teammeeting vor. Jemand sagt klar, dass er gestresst ist. Dann kann das Team reagieren. Ja, vielleicht verteilt man Aufgaben neu. So entsteht ein gesundes Arbeitsklima. Auch in Familien ist das wichtig. Kinder lernen, Gefühle zu benennen. Richtig. Sprache gibt Gefühlen eine Form. Ohne Worte fühlen wir uns oft hilflos. Also, der erste Schritt ist, zu erkennen, dass Gefühle wichtig sind. Dann kommt der Mut, sie laut auszusprechen. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir möchten zeigen, wie man einfache Strukturen nutzt. Aber keine Sorge, wir bleiben bei A2-Niveau. Unsere Hörer sollen sich nicht überfordert fühlen. Vielleicht holen Sie Stift und Papier. Notizen helfen beim Lernen. Oder sie denken einfach mit und fühlen mit. Ich würde gern wissen, wie viele Hörer schon einmal auf Deutsch „Ich bin traurig“ gesagt haben. Schreibt es uns. Eure Erfahrung interessiert uns sehr. Heute beginnen wir mit dem Warum. Warum Gefühle ausdrücken. Wir haben schon einige Gründe genannt. Lass uns tiefer gehen. Okay. Gefühle zeigen auch Respekt für sich selbst. Stimmt, wenn ich meine Bedürfnisse nenne, schütze ich meine Grenzen. Und ich gebe anderen die Chance, Rücksicht zu nehmen. Ein weiterer Punkt. Kultur. Deutsche schätzen Ehrlichkeit. Ja, direkt aber höflich. Gefühle klar benennen passt dazu. Trotzdem haben manche Angst, zu persönlich zu wirken. Das stimmt. Doch es kommt auf den Ton an. Wir werden später über höfliche Formulierungen sprechen. Super. Noch ein Grund. Lernen macht Spaß, wenn es persönlich ist. Wenn ein Wort mit einem echten Gefühl verbunden ist, bleibt es besser im Gedächtnis. Total. Ich vergesse nie das Wort aufgeregt, weil ich es vor meinem ersten deutschen Vortrag gelernt habe. Haha, das ist ein gutes Beispiel. Also, Gefühle sind der Motor für Erinnerungen. Damit haben wir viele Gründe gesammelt. Wollen wir sie kurz zusammenfassen? Gern. Gefühle teilen baut Vertrauen, verhindert Missverständnisse, stärkt Beziehungen, verbessert Arbeit, schützt Grenzen, unterstützt Kulturverständnis und hilft beim Lernen. Perfekt. Das sollte Motivation genug sein.
Auf jeden Fall. Bist du bereit für die nächste Etappe? Auf jeden Fall. Dann sprechen wir gleich über die wichtigsten Gefühlskategorien. Bevor wir weitergehen, atmet tief durch und denkt an ein Gefühl. Schreibt das Gefühl auf. Positiv oder negativ. Das ist euer Start. Später vergleichen wir, ob ihr neue Wörter findet. Gleich kommen jetzt die wichtigsten Kategorien. Los geht's. Bleibt dran! Gefühlskategorien entdecken? Willkommen zurück. Jetzt geht es um die wichtigsten Gefühlskategorien. Ja, wenn wir die Gruppen kennen, fällt es leichter, Wörter zu finden. Genau. Stell dir einen Werkzeugkasten vor. Jede Kategorie ist ein Fach darin. Gutes Bild. Das erste Fach nennen wir Freude oder Glück. Freude braucht jeder Tag. Lächeln, Zufriedenheit, Stolz. All das steckt darin. Ich mag diese Kategorie. Sie schenkt positive Energie. Unsere Hörer können überlegen, wann sie sich zuletzt richtig gefreut haben. Vielleicht gestern, als die Sonne schien. Oder als sie eine gute Note bekamen. Zweite Kategorie. Stress. Oh, die kennen wir alle. Deadlines, Stau, laute Nachbarn. Stressgefühle sind wichtig zu benennen, damit sie sich nicht stauen. Richtig. Wenn ich sage, dass ich gestresst bin, können andere helfen. Dritte Kategorie. Verwirrung oder Unsicherheit. Das passiert oft beim Sprachenlernen. Man hört ein Wort und denkt, hä? Exakt. Zu sagen, dass man unsicher ist, öffnet Türen für Erklärungen. Und es nimmt Druck weg. Niemand muss alles sofort verstehen. Die vierte Gruppe nennen wir Frustration. Ein schwieriger, aber wichtiger Teil. Etwas klappt nicht. Man wird wütend oder enttäuscht. Wenn wir Frust teilen, fühlen wir uns weniger allein. Und wir finden schneller Lösungen. Fünfte Kategorie. Ruhe oder Frieden. Das klingt schön. Ein Spaziergang im Wald, ein stiller Abend. Viele vergessen, auch positive Ruhegefühle zu beschreiben. Stimmt. Man denkt eher an starke Emotionen. Doch Gelassenheit ist auch ein Gefühl. Sechste Kategorie. Aufregung oder Spannung. Wie vor einem Konzert. Das Herz schlägt schneller, aber es ist positiv. Aufregung kann auch nervös machen, doch oft steckt Freude drin. Letzte Kategorie für heute. Zweifel. Unsicherheit über Entscheidungen. Gehe ich links oder rechts? Nehme ich den Job an? Dazu passen Fragen wie: Bin ich bereit? Genau. Zweifel zu äußern hilft, Klarheit zu bekommen. Fassen wir zusammen. Freude, Stress, Verwirrung, Frustration, Ruhe, Aufregung, Zweifel. 7 Schubladen im Werkzeugkasten. Ein Tipp. Schreibt jede Kategorie auf ein Blatt Papier. Lasst darunter Platz für neue Wörter, die ihr lernt. So seht ihr, welche Bereiche noch leer sind. Und ihr merkt, welche Kategorien ihr oft benutzt. Ich benutzte früher fast nur Stress und Freude. Echt? Die Mitte fehlte also? Ja. Seit ich mehr Kategorien kenne, klingen meine Gespräche reicher. Meine Lernenden sagen oft, sie fühlen sich empowered, wenn sie ein neues Gefühlswort lernen. Das glaube ich. Sprache gibt Macht. Ein weiterer Vorteil, ihr erkennt Gefühle schneller in euch selbst. Und könnt sie besser regulieren. Genau, wenn ich merke, ich bin frustriert, kann ich eine Pause machen. Oder Hilfe holen, bevor der Frust zur Wut wird. Die Kategorien helfen auch, Literatur oder Filme besser zu verstehen. Ja.
Ein Roman spricht von Melancholie. Ihr wisst dann, das liegt zwischen Traurigkeit und Ruhe. Unsere Hörer können jetzt eine kleine Übung machen. Denkt an euren Tag. Ordnet jede Stunde einer Kategorie zu. Zum Beispiel morgens Stress im Bus, dann Freude beim Kaffee. So seht ihr, wie bunt ein Tag ist. Und ihr trainiert das Vokabular in echtem Kontext. Wir würden gern hören, welche Kategorien bei euch dominieren. Schreibt uns, welche 2 Gruppen ihr am meisten spürt. Vielleicht überrascht ihr euch selbst. Manche denken, sie sind immer entspannt, merken dann aber viel Aufregung. Oder sie entdecken versteckte Zweifel. Das ist der erste Schritt zu bewusster Kommunikation. Sollen wir kurz erklären, warum Kategorien das Satzbauen erleichtern? Gerne. Wenn du weißt, dass du im Stressfach bist, suchst du nur passende Adjektive. So wird die Auswahl kleiner. Das Gehirn entspannt. Und du kombinierst die Kategorie mit Grund oder Bedarf, was wir später besprechen. Super logisch. Damit haben wir die Basis gelegt. Bereit für den nächsten Schritt? Ja. Gleich zeigen wir, wie man einfache Sätze baut. Also bleibt dran, holt tief Luft und sammelt schon mal Beispiele. Wir hören uns gleich wieder. Einfache Gefühlssätze bauen. So, jetzt wird es praktisch. Wir erklären, wie man einfache Gefühlssätze baut. Genau, wir sprechen nur über Muster, keine fertigen Sätze. Damit bleibt ihr kreativ. Erster Schritt: die Struktur. Meist braucht man 3 Bausteine. Baustein 1 ist das Subjekt, oft ein Pronomen wie ich oder du. Baustein 2 ist ein Verb. In Gefühlsätzen nutzt man oft das Verb sein. Baustein 3 ist das Gefühlswort, zum Beispiel ein Adjektiv aus einer Kategorie. Das Grundmuster lautet also Subjekt plus Verb plus Gefühl. Ganz simpel. Dieses Muster passt für fast jede Alltagssituation. Viele Lernende haben Angst, weil sie denken, Gefühle brauchen komplizierte Grammatik. Stimmt, aber das Basismuster ist kurz und klar. Es wirkt nicht unhöflich. Jetzt zur Betonung. Man kann die Intensität ändern. Ja, dafür setzt man ein kleines Wort vor das Gefühlswort. Zum Beispiel ein Wort für schwach oder ein Wort für stark. Wenn man unsicher ist, wählt man lieber ein schwächeres Wort. Das klingt höflicher. Guter Hinweis. In deutschen Gesprächen wirkt ein sehr starkes Wort schnell dramatisch. Wichtig ist auch die Satzmelodie. Man kann die Stimme senken, um ruhig zu wirken. Oder man hebt die Stimme leicht, um positive Energie zu zeigen. Als nächstes Kontext. Ein kurzer Zusatz erklärt, warum man so fühlt. Man setzt einfach eine kleine Einheit nach dem Gefühlswort. Das kann ein Wort für Grund sein, gefolgt von einem kurzen Nebensatz. Aber hier bitte kurze Nebensätze. Lange Strukturen verwirren auf A2-Niveau. Genau. 1 bis 2 Informationen reichen. Manchmal will man den Satz weicher machen. Dafür gibt es 2 Tricks. Erstens, ein Höflichkeitswort am Anfang. Zweitens, die Stimme leiser werden lassen am Ende. Ein weiterer Punkt ist Timing. In Gesprächen kann man auch ein Wort vorweg sagen. So bereitet man das Gegenüber vor. Das wirkt respektvoll. Viele Lernende vergessen Pausen. Eine kurze Pause nach dem Gefühlswort hilft dem Hörer. Richtig. Das gibt Zeit zum Verarbeiten. Kommen wir zum Thema Körpersprache. Sie unterstützt den Satz. Ein offener Blick passt zu positiven Gefühlen.
Eine ruhige Handbewegung hilft bei Stress oder Zweifel. Doch Körpersprache sollte nicht zu groß sein. Sonst lenkt sie ab. Jetzt ein kurzer Überblick über Fehlertypen. Fehler 1. Das Gefühlswort wird im falschen Geschlecht benutzt. Fehler 2. Das Verb steht an falscher Stelle. Fehler 3. Zu viele Nebensätze brechen den Fluss. Unsere Empfehlung: erst das Grundmuster üben, dann langsam Elemente ergänzen. Ein Notizbuch hilft. Dort kann man eigene Muster sammeln. Man schreibt das Muster oben und setzt unten eigene Wörter ein. So merkt man, welche Teile austauschbar sind. Ein weiterer Trick: lautes Lesen. Die Stimme merkt, ob der Satz natürlich klingt. Ja. Deutsche Ohren mögen klare Rhythmus. Zu lange Blöcke klingen hart. Wenn man sich über den Ton unsicher ist, kann man ein kleines Füllwort benutzen. Aber bitte sparsam. Sonst wirkt der Satz unsicher. Wichtig ist Vertrauen. Ein klarer Satz zeigt Selbstbewusstsein. Und Menschen reagieren positiv auf Klarheit. Noch ein Punkt: man kann den Satz mit einer Frage verbinden. So lädt man den Gesprächspartner ein, zu antworten. Ein sanfter Aufstieg der Stimme am Ende reicht dafür. Aber achtet auf den Kontext. Zu viele Fragen hintereinander wirken wie ein Verhör. Deshalb empfehlen wir eine Balance. Erst teilen, dann fragen. Das Grundmuster lässt sich auch in der Vergangenheit nutzen. Man ändert nur das Verb auf die Vergangenheitsform. Oder man nutzt Zukunft, wenn man über Erwartungen spricht. Fortgeschrittene Zeiten kommen später. Für heute reicht Präsens. Klingt gut. Zusammengefasst: Subjekt, Verb sein, Gefühlswort. Dann optional Intensität. Grund, höfliche Wörter, Fragezeichen. Und natürlich ruhige Atmung, klare Aussprache. Damit haben unsere Hörer ein solides Gerüst. Ich möchte Sie ermutigen, sofort zu üben. Vielleicht gleich nach dieser Folge. Ja, nehmt ein Gefühl von heute und formt 3 Varianten. Eine ganz neutrale, eine weiche, eine starke. Ihr werdet hören, wie unterschiedlich sie klingen. Und ihr spürt, welche Variante zu welcher Situation passt. Markus, sollen wir noch kurz über Aussprachefallen reden? Gerne. Achtet auf das R im Gefühlswort. Viele Emotionen haben ein R. Sehr wahr. Ein klares, nicht zu hartes R wirkt freundlicher. Auch die Endung EEN kann schnell verschluckt werden. Besser langsam üben. Sprachtempo ist entscheidend. Ein langsamer Satz zeigt Ruhe. Ein schneller Satz kann Begeisterung, aber auch Nervosität zeigen. Wählt euer Tempo bewusst. Ich denke, wir haben das Grundmuster gut erklärt. Ja. Im nächsten Kapitel gehen wir tiefer in komplexe Gefühle. Freut euch darauf. Bis gleich. Komplexe Gefühlszustände beschreiben. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sprechen über komplexe Gefühlszustände. Ja, das bedeutet nicht nur ein Gefühl, sondern oft 2 oder 3 gleichzeitig. Viele Lernende wissen nicht, wie sie solche Mischungen ausdrücken können, ohne lange zu suchen. Wir zeigen heute ein Bauprinzip, das mehrere Gefühle und einen Grund in einen Satz packt. Erster Gedanke: man braucht ein Hauptgefühl, das im Mittelpunkt steht. Danach ergänzt man ein zweites Gefühl, das die Farbe des Hauptgefühls verändert. Man verbindet die beiden Gefühle mit einem kleinen Wort für Beziehung, also einem Brückenwort.
Dieses Brückenwort sagt, ob die Gefühle sich unterstützen oder gegeneinander arbeiten. Zum Beispiel ein Wort, das Gleichzeitigkeit zeigt, oder ein Wort, das Spannung zeigt. Danach braucht man einen einfachen Grund, der erklärt, warum die Gefühle entstehen. Der Grund kann ein Ereignis, ein Gedanke oder eine Erinnerung sein. Wichtig ist, den Grund kurz zu halten, damit der Satz leicht bleibt. Manche Lernende stapeln Gründe, doch das macht den Satz schwer verständlich. Besser ist ein Grund und vielleicht ein Hinweis auf die Zeit. Mehr nicht. Jetzt zur Reihenfolge: Hauptgefühl, Brückenwort, zweites Gefühl, dann ein kleines Wort für Ursache, dann der Grund. Dieses Muster hilft, Emotionen zu schichten, ohne Grammatik zu überlasten. Viele Fortgeschrittene nutzen längere Nebensätze, aber A2-Lerner bleiben besser bei Hauptsätzen. Man kann später die Sätze verbinden, doch zuerst zählt Klarheit. Ein Trick ist, die zweite Emotion im selben Wortfeld wie die erste zu wählen. So entsteht Harmonie. Und die Aussprache bleibt ähnlich, was das Sprechen erleichtert. Wenn die Gefühle sehr verschieden sind, hilft eine kleine Sprechpause nach dem Brückenwort. Die Pause gibt dem Hörer Zeit, die Wendung zu verstehen. Kommen wir zu beschreibenden Wörtern, die ein Gefühl weitermalen. Man fügt ein schmückendes Wort vor oder nach das Gefühlswort, um Tiefe zu schaffen. Auch hier gilt, lieber ein schlichtes, schmückendes Wort als 3 komplizierte. Zu viele Dekorationen wirken im Deutschen schnell, kitschig oder überladen. Wenn man ein Bild nutzen will, sollte es aus dem Alltag stammen. Bilder aus Natur oder Körperempfinden klingen meist authentisch. Jetzt eine wichtige Frage: Wohin mit Informationen über Dauer des Gefühls? Die Dauer kann nach dem Grund kommen, eingeleitet von einem kleinen Zeitwort. So bleibt der Hauptteil des Satzes kompakt und das Ende liefert Zusatzdetails. Man kann statt Dauer auch eine Auswirkung nennen, je nach Ziel des Gesprächs. Beispielsweise kann man betonen, wie das Gefühl das Handeln beeinflusst. Damit zeigt man Verantwortung und macht das Gespräch lösungsorientiert. Ein weiterer Baustein ist der Blick nach vorn, also eine Erwartung oder Hoffnung. Diese Komponente folgt meist am Ende und gibt dem Gespräch positive Richtung. Die Erwartung sollte kurz sein, sonst verliert der Hörer das Hauptgefühl. Kombi-Regel: Maximal 4 Informationsblöcke pro Satz. Mehr verwirrt. Wer mehr sagen will, macht lieber einen zweiten Satz. So bleiben Rhythmus und Aussprache freundlich für beide Seiten. Noch ein Hinweis zum Hören: Betonung kann zeigen, welche Emotion wichtiger ist. Man legt die Stimme ein bisschen höher auf das Hauptgefühl, niedriger auf das Nebengefühl. Eine deutliche Betonung hilft auch, das Brückenwort hörbar zu machen. Ohne Betonung klingt der Satz monoton und die doppelte Emotion geht verloren. Wir empfehlen, neue Sätze zuerst langsam zu üben, dann das Tempo steigern. Auf diese Weise integriert das Gehirn Melodie und Grammatik gleichzeitig. Fragt euch immer: Was will ich wirklich zeigen und was ist nur Dekoration? Wenn ihr die Antwort kennt, kürzt mutig alles Überflüssige. So wirkt der Satz ehrlich und das Gespräch bleibt klar. Bevor wir zum nächsten Kapitel gehen, lasst uns die Schritte kurz ordnen. Erstens: Hauptgefühl, zweitens Brückenwort, drittens zweites Gefühl, viertens Grund, fünftens optional Dauer oder Erwartung. Sechstens
Betonung wählen. 7. Pausen setzen. 8. Unnötige Wörter streichen. Wenn ihr diese Liste beherrscht, könnt ihr schon sehr nuanciert sprechen. Traut euch, auch Fehler zu machen, denn ohne Übung bleibt Theorie Theorie. Im nächsten Kapitel reden wir darüber, wie man Bedürfnisse aus diesen Gefühlen ableitet. Emotionale Bedürfnisse ausdrücken. Willkommen zurück. Jetzt geht es um Bedürfnisse, die aus Gefühlen entstehen. Genau. Ein Gefühl zeigt zuerst nur einen inneren Zustand. Doch oft steckt dahinter ein Wunsch oder eine Grenze. Wenn wir das Bedürfnis nennen, können andere besser reagieren. Viele Lernende bleiben beim Gefühl stehen und wundern sich, warum nichts passiert. Darum zeigen wir heute ein einfaches Muster für Bedürfnisse. Baustein 1 ist wieder das Gefühl, aber sehr kurz. Baustein 2 ist ein kleines Wort, das die Richtung zeigt. Wir nennen es Bedürfniswort. Zum Beispiel ein Wort wie brauche oder möchte. Baustein 3 ist das konkrete Objekt oder die Handlung, die hilft. Das Objekt kann materiell sein, wie Wasser, oder abstrakt, wie Ruhe. Ein wichtiger Punkt: Klarheit. Je klarer das Objekt, desto leichter die Reaktion. Viele sagen nur, ich brauche Hilfe. Doch welche Hilfe genau? Besser ist, ich brauche 5 Minuten Pause. Oder ich brauche eine Erklärung mit Bildern. Das Muster lautet also Gefühl, Bedürfniswort, Objekt. Man kann das Gefühl mit einem Komma trennen. So klingt es flüssig. Beispielsstruktur: Fühle mich gestresst. Brauche frische Luft. Oder fühle mich unsicher, möchte klare Schritte. Wenn das Objekt eine Person betrifft, nutzt man einen kleinen Höflichkeitsteil. Zum Beispiel, kannst du? Oder wäre es möglich, dass du? So wirkt die Bitte freundlich und respektvoll. Der Tonfall ist hier entscheidend. Ein ruhiger Ton öffnet Türen. Man kann auch eine weiche Formel vorschalten, wie ich würde gern. Diese Formel reduziert Druck für den Hörer. Ein häufiger Fehler ist, das Bedürfnis in eine Frage zu verstecken. Zum Beispiel, vielleicht könnten wir? Das klingt unsicher. Besser ist eine klare Aussage mit Fragezeichen am Ende. Man zeigt damit sowohl Klarheit als auch Offenheit. Jetzt zum Thema Grenzen. Ein Bedürfnis kann auch eine Grenze sein. Dann nutzt man ein Negativwort nach dem Bedürfniswort. Zum Beispiel: Ich brauche heute keine langen Treffen. Oder ich möchte nicht diskutieren, weil ich müde bin. Grenzen wirken nur, wenn sie kurz und präzise sind. Zu viele Erklärungen schwächen die Aussage. Man kann eine kurze Begründung anhängen, muss aber nicht. Wenn die Beziehung eng ist, hilft die Begründung oft. Bei Kollegen reicht vielleicht die Grenze ohne Details. Nun zur Intensität des Bedürfnisses. Man kann kleine Wörter hinzufügen. Wörter wie dringend, kurz oder etwas helfen bei der Einschätzung. Zum Beispiel, ich brauche dringend Wasser. Oder ich möchte kurz Zeit für mich. So weiß das Gegenüber, wie schnell es handeln soll. Ein weiterer Aspekt: Zeitrahmen. Man kann sagen, bis wann man etwas braucht. 2 kurze Wörter reichen meist. Heute noch, morgen früh. Das macht den Wunsch messbar und planbar. Jetzt zur Höflichkeit in Gruppen. Man kann wir statt ich nutzen. So wirkt der Satz kooperativ und lädt zum gemeinsamen Handeln ein. Beispiel: Wir brauchen heute Ruhe im Büro. Oder wir möchten klare Rollen im Projekt.
Wenn das Bedürfnis nur mich betrifft, bleibe ich bei ich. Kommen wir zu typischen Stolpersteinen. Erster Stolperstein. Gefühl vergessen, nur Wunsch nennen. Dann fehlt der Kontext und das Gegenüber versteht die Dringlichkeit nicht. Zweiter Stolperstein. Zu viele Wünsche in einem Satz. Besser ist, Wünsche zu sortieren und einzeln zu äußern. Dritter Stolperstein. Passiv statt aktiv formulieren. Passiv verwischt Verantwortung. Aktiv zeigt Klarheit. Ein Tipp. Übt vor dem Spiegel. So merkt ihr, ob die Aussage klar klingt. Und ihr seht, ob eure Körpersprache die Worte unterstützt. Ein offener Stand signalisiert Bereitschaft zur Lösung. Ein verschränktes Armzeichen kann das Bedürfnis schwächen. Versucht, weich, aber bestimmt zu wirken. Ich rate auch, Bedürfnisse schriftlich zu üben. Zum Beispiel in einem Tagebuch. Schreibt 3 Sätze. Gefühl, Bedürfnis, Objekt. Dann lest sie laut. So trainiert ihr Aussprache und Selbstbewusstsein. Wir würden gern von euch hören. Welches Bedürfnis fällt euch am schwersten auf Deutsch? Schreibt uns. Vielleicht können wir Tipps geben. Gleich geht es weiter mit Fragen an andere. Bleibt neugierig und offen. Andere nach ihren Gefühlen fragen. Wir sind wieder da. Heute schauen wir, wie man andere nach ihren Gefühlen fragt. Ja. Viele Lernende wissen nicht, wie sie eine Person sanft öffnen können. Die Kunst liegt in 3 Schritten. Einladung, Raum geben, Nachfragen. Erster Schritt: die Einladung. Wir brauchen ein Fragewort und ein weiches Einleitungssignal. Einleitungssignale sind kleine Worte, die zeigen, dass man interessiert ist. Zum Beispiel ein Wort, das Aufmerksamkeit schenkt, oder ein kurzes Lautsignal der Sorge. Nach dem Signal folgt das Fragewort und dann das Gefühlsfeld. Das Gefühlsfeld wählt man neutral, um keine Emotion vorzuschreiben. Wichtig, offene Fragen benutzen, damit die Antwort mehr als Ja oder Nein ist. Offene Fragen beginnen mit Fragewörtern, die nach Qualität, nicht nach Menge fragen. Zweiter Schritt, Raum geben. Nach der Frage muss eine Pause kommen. Die Pause zeigt Respekt. Man unterbricht nicht, wenn der andere nachdenken möchte. Viele Lernende fühlen sich unwohl in der Stille. Doch Stille ist Teil der Frage. Ein Tipp: innerlich bis 3 zählen, bevor man erneut spricht. Wenn die andere Person antwortet, nickt man oder sagt kleine Hörsignale. Diese Signale zeigen: ich höre zu, ohne den Redefluss zu stören. Dritter Schritt, Nachfragen. Man greift ein Stichwort aus der Antwort auf. Dann stellt man eine sanfte Vertiefungsfrage. Kein neues Thema. Die Vertiefungsfrage sollte wieder offen sein und ein einziges Detail ansprechen. So fühlt sich der Sprecher gesehen, nicht geprüft. Ein häufiger Fehler ist, sofort Rat zu geben. Ja. Ratschläge können früh wirken, als wolle man das Gefühl beenden. Besser ist, erst Verständnis zu zeigen. Das nennt man Spiegeln. Man wiederholt in wenigen Worten das Gehörte mit eigener Stimme. Spiegeln hilft, Missverständnisse zu klären. Danach kann man fragen, ob ein Rat erwünscht ist. Wenn die Person verneint, bleibt man beim Zuhören. Beim Fragen nach Gefühlen spielt Tonfall eine große Rolle. Ein ruhiger, tiefer Ton wirkt sicher und warm.
Ein zu schneller Ton kann nervös oder forsch klingen. Auch die Wortwahl soll einfach bleiben. Kurze Sätze reduzieren Druck. Manche Lernende nutzen viele Modalverben. Das wirkt schnell belehrend. Besser sind direkte, aber weiche Fragen. Eine Möglichkeit ist, das eigene Gefühl als Türöffner zu nutzen. Zum Beispiel, man teilt kurz, dass man sich sorgt und fragt dann. Das macht die Situation symmetrisch. Aber Vorsicht, nicht die Bühne stehlen. Es bleibt beim Gegenüber. Ein weiterer Tipp: Kontext erwähnen. Wenn man den Anlass nennt, wirkt die Frage weniger abrupt. Zum Beispiel nach einem langen Meeting oder nach einer Prüfung. Nun zu kulturellen Feinheiten. Deutsche schätzen Direktheit, aber nur mit Respekt. Deshalb klar fragen, doch keine privaten Details erzwingen. Wenn die Person ausweicht, akzeptiert man das. Man kann anbieten, später weiterzureden. So bleibt das Tor offen und der andere behält Kontrolle. Bei Gruppen ist es schwieriger. Man sollte zuerst eine Einzelperson direkt ansprechen. Gruppenfragen können Druck erzeugen und Schweigen schaffen. In Gruppen eignet sich ein allgemeiner Check-in mit Einladung zur Freiwilligkeit. Beispielsweise fragt man, wer teilen möchte, statt jemanden aufzurufen. Ein kurzer Blickkontakt zeigt, dass man wirklich zuhören will. Und Handys weglegen. Augenkontakt ist das beste Signal. Noch ein Thema: digitale Fragen. Online fehlt Körpersprache. Man kann Emojis sparsam nutzen. Doch klare Satzzeichen und Absätze helfen mehr als bunte Bilder. Man kann auch ein Zeitfenster anbieten, falls die Antwort später kommt. So vermeidet man Druck und Missverständnisse. Zum Abschluss ein Miniplan. Einladung, Pause, Spiegeln, Vertiefen, optional Rat. Wer diesen Plan übt, wird schnell bessere Gespräche haben. Wir sind gespannt, ob ihr damit gute Erfahrungen macht. Schreibt uns eure Geschichten. Im nächsten Kapitel zeigen wir, wie ein ganzes Gespräch ablaufen kann. Bis gleich. Ein echtes Gespräch meistern. Willkommen zum wichtigsten Teil. Jetzt zeigen wir den Ablauf eines echten Gefühlsgesprächs. Genau. Wir verbinden alles, was wir bisher gelernt haben: Gefühl, Grund, Bedürfnis, Frage. Stellt euch zwei Freunde vor. Nennen wir sie Anna und Ben. Beide treffen sich nach der Arbeit. Anna startet das Gespräch, weil sie sich gemischt fühlt. Sie nutzt das einfache Grundmuster. Sie wählt ihr Hauptgefühl, vielleicht Erschöpfung. Dann ergänzt sie leichte Freude, denn der Tag war auch gut. Sie nennt kurz den Grund. Viele Aufgaben, aber ein nettes Lob vom Chef. Damit hat sie Gefühlsschichtung und Kontext eingebaut, ohne große Grammatik. Jetzt kommt Annas Bedürfnis. Sie erkennt, dass sie Ruhe braucht, aber auch Austausch. Sie signalisiert das klar. Das schafft Struktur für die nächste Phase. Ben hört aktiv. Er nickt, spiegelt die Kernaussage und stellt eine offene Frage. Zum Beispiel fragt er nach, welcher Teil des Tages sie am meisten bewegt hat. Das vertieft das Thema, ohne Annas Linie zu verlassen. Anna antwortet und beschreibt die heftige Arbeitsphase. Dabei bleibt sie beim Hauptgefühl. Ben bietet danach Hilfe an. Er fragt, ob Anna Rat möchte oder nur zuhören. Anna entscheidet sich fürs Zuhören. Jetzt achtet Ben auf Pausen. Er hält Augenkontakt, vermeidet Ablenkungen. Dadurch fühlt sich Anna sicher. Nach einer Weile teilt Ben sein eigenes Gefühl. Er ist zufrieden, aber auch nachdenklich.
Er beschreibt kurz, dass er einen Meilenstein im Projekt erreicht hat, sich jedoch unsicher über den nächsten Schritt fühlt. So entsteht Symmetrie. Beide haben geteilt, beide haben gehört. Anna greift Bens Unsicherheit auf. Sie fragt sanft nach seinem Ziel für die Woche. Ben formuliert sein Bedürfnis. Er möchte klare Prioritäten und vielleicht Feedback von Kollegen. Anna bestätigt, dass sie Feedback geben kann. Sie fragt nach der passenden Form. Ben wählt eine kurze Sprachnachricht am Abend. Somit werden Details geklärt. Beide enden den Austausch mit einem Blick in die Zukunft. Sie planen ein Treffen am Wochenende. Dieser Ausblick rundet das Gespräch ab und zeigt positiven Schwung. Schauen wir auf die Strukturen, die wir gerade gehört haben. Erstens, Einstieg mit Gefühl plus Grund. Zweitens, Bedürfnis klar äußern. Drittens, aktives Zuhören durch Spiegeln und offene Fragen. Viertens, eigene Gefühle teilen, um Gleichgewicht zu schaffen. Fünftens, Bedürfnisse konkretisieren und einen Plan machen. Sechstens, abschließen mit Zukunftsaussicht oder Dank. Wenn ihr diesen Ablauf nutzt, fließt das Gespräch natürlich. Ein Tipp: Notiert die 6 Schritte auf eine Karte. Nutzt sie als stillen Leitfaden. Jetzt zu typischen Hindernissen. Erstes Hindernis: Der Sprecher schweift zu weit ab. Lösung: sanft zum Hauptgefühl zurückführen. Zweites Hindernis: Der Zuhörer springt zu schnell auf Lösungen. Lösung: erst Interesse zeigen. Drittes Hindernis: Zeitdruck. Lösung: ein kurzes Zeitfenster vereinbaren oder Termin verschieben. Viertes Hindernis: Sprachlücken. Lösung: einfaches Wortfeld wählen, keine Scheu vor Pausen. Noch etwas Wichtiges: emotionale Sicherheit. Das Klima macht den Unterschied. Eine ruhige Umgebung, vielleicht eine Tasse Tee, hilft. Handys stumm, Blickkontakt offen, Körperhaltung entspannt. Wer sich sicher fühlt, teilt ehrlicher. Das ist Kern emotionaler Kommunikation. Ein weiterer Tipp: am Ende kurz zusammenfassen, um Missverständnisse zu vermeiden. Zum Beispiel, also du fühlst X, brauchst Öküscht und wir machen Z. Stimmt das? Diese Mini-Checkliste zeigt Verantwortung. Wenn der andere nickt, weiß man, alles ist klar. Falls nicht, kann man Details sofort anpassen. Damit endet der Kreislauf des Gesprächs sauber. Unsere Hörer könnten diese Struktur in ihrem Tagebuch üben. Schreibt eine fiktive Szene mit 2 Personen. Spielt beide Rollen laut. So trainiert ihr Gefühlssätze, Fragen und Zusammenfassung. Nutzt einfache Wörter. Haltet die Schritte ein. Bald wird es automatisch laufen. Wir würden gern wissen, welche Szene ihr ausprobiert. Teilt sie mit uns. Im nächsten Kapitel sprechen wir über Mut und Praxis. Bleibt dran, es lohnt sich. Mut zur emotionalen Sprache. Wir sind fast am Ende unseres Themas angekommen. Ja, jetzt wollen wir über Mut sprechen. Mut, Gefühle in einer Fremdsprache zu teilen. Viele Lernende haben Angst, Fehler zu machen oder komisch zu klingen. Ich erinnere mich, wie ich vor 6 Jahren das erste Mal verwirrt sagen wollte und stattdessen verwirrend sagte. Alle lachten freundlich und es war trotzdem okay. Fehler gehören dazu. Ohne Fehler gibt es kein Wachstum. Emotional zu sprechen heißt, verletzlich zu sein. Doch Verletzlichkeit schafft Nähe. Genau.
Wenn wir offen sind, laden wir andere ein, auch offen zu sein. Man darf klein anfangen. Ein einfaches Ich bin müde kann der Start sein. Dann vielleicht ein Satz mehr. Der Grund, ein kleines Bedürfnis. Das Gehirn lernt in Stufen. Jede Stufe stärkt das Vertrauen in die eigene Stimme. Ein Tipp, den ich meinen Schülerinnen gebe. Wähle ein Gefühlswort pro Woche. Nutze es täglich. So verankert es sich im Alltag. Bald klingt es ganz natürlich. Mut wächst auch durch Wiederholung in sicheren Räumen. Ein sicherer Raum kann ein Sprachcafé, eine Lerngruppe oder einfach das eigene Tagebuch sein. Man kann Gefühle schriftlich festhalten, dann laut vorlesen. Oder mit einem Freund eine kleine Challenge machen. Jeder teilt abends ein Gefühl des Tages. Dabei zählt nicht Perfektion, sondern Ehrlichkeit. Noch ein Punkt. Körpersprache benutzt jede Person, egal welche Sprache sie spricht. Wenn Worte fehlen, hilft ein warmer Blick oder eine ruhige Geste. Das senkt den Druck, jedes Wort perfekt zu treffen. Mut bedeutet auch, kulturelle Unterschiede zu akzeptieren. Manche Kulturen betreiben Smalltalk, bevor sie Gefühle teilen. Deutsche gehen oft schneller zum Punkt. Das kann verwirren, aber auch erleichtern. Weniger Umwege, mehr Klarheit. Lernende dürfen gern erklären, dass Deutsch ihre Zweitsprache ist. Ein kurzer Satz wie „Ich übe noch“ öffnet Herzen und Ohren. Und erzeugt oft Bewunderung statt Kritik. Ich habe unzählige Male erlebt, wie Muttersprachler geduldig wurden, sobald sie hörten, dass jemand lernt. Also keine Scheu, die Lernreise sichtbar zu machen. Mut heißt ebenso, Pausen zuzulassen. Eine Pause zum Nachdenken ist kein Fehler, sondern zeigt Sorgfalt. Der Sprecher respektiert sein Gefühl, der Hörer spürt das. Wir sollten auch den Mut haben, um Hilfe zu bitten, wenn ein Wort fehlt. Zum Beispiel, wie sagt man, wenn man leicht nervös, aber positiv gespannt ist? So lernt man ein neues Wort im Moment des echten Bedarfs. Das bleibt haften. Und der Helfer fühlt sich wertgeschätzt. Mut braucht Energie. Daher ist Selbstfürsorge wichtig. Genug Schlaf, Wasser und Pausen helfen, klare Sätze zu formen. Wenn der Kopf müde ist, stolpert die Zunge leichter. Meine Faustregel. Erst atmen, dann sprechen. Klingt simpel, wirkt aber Wunder. Zum Schluss noch eine Erinnerung. Emotionale Kommunikation ist ein Weg, kein Ziel. Jeder Schritt zählt, auch die kleinen. Heute ein Wort, morgen ein Satz, bald ein ganzes Gespräch. Feiert jeden Fortschritt. Ein inneres High Five motiviert mehr als Selbstkritik. Und vergesst nicht, Humor mitzunehmen. Lachen löst Spannung. Gerade bei Gefühlen darf es leicht sein. Ein Lächeln kann ein schweres Thema sanfter machen. Damit sind wir am Ende unserer Reflexion. Ich finde, das war eine ermutigende Runde. Absolut. Unsere Hörer haben hoffentlich Lust, mutig zu sprechen. Im letzten Kapitel fassen wir alles zusammen und verabschieden uns. Bleibt dran, wir hören uns gleich. Rückblick und Abschied. Wow, Sarah, ich glaube, wir haben heute einen großen Bogen gespannt. Auf jeden Fall. Vom Warum bis zum Mut. Alles drin. Ich finde, das war ein schöner Punkt, um langsam zu enden. Ja, das fühlt sich rund an. Weißt du was? Das war eine sehr gute Stelle, um alles kurz zusammenzufassen. Soll ich?
Gerne, fass doch für unsere Hörer zusammen. Okay, ich versuche es knapp und klar. Wir haben zuerst erklärt, warum Gefühle wichtig sind. Sie schaffen Nähe, beugen Missverständnissen vor und machen Lernen lebendig. Dann kamen die 7 Hauptkategorien: Freude, Stress, Verwirrung, Frustration, Ruhe, Aufregung und Zweifel. Danach ging es um das Grundmuster: Subjekt, Verbsein, Gefühlswort, plus kleine Extras für Intensität und Grund. Im nächsten Schritt haben wir gezeigt, wie man 2 Gefühle und einen Grund schichtet und dadurch tiefer wird. Anschließend gab es das Bedürfnismuster: Gefühl, Bedürfniswort, konkretes Objekt oder Handlung. Wir haben auch Grenzen, Höflichkeit und Zeitrahmen eingeordnet. Später erklärten wir, wie man anderen offene, respektvolle Fragen stellt. Einladung, Pause, Spiegeln, Vertiefen. Dann haben wir ein komplettes Gespräch skizziert, in dem beide Seiten Gefühle, Gründe, Bedürfnisse und Pläne austauschen. Zum Schluss sprachen wir über Mut: klein anfangen, Fehler akzeptieren, sichere Räume nutzen, Pausen erlauben, um Hilfe bitten. Damit haben unsere Hörer jetzt ein Werkzeugpaket für echte, ehrliche Kommunikation auf Deutsch. Das war eine sehr klare Zusammenfassung. Danke. Gern. Ich hoffe, unsere Hörer konnten folgen. Ich glaube schon. Und selbst wenn nicht alles sofort sitzt, Übung macht den Meister. Stimmt. Jetzt bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden. Markus, es war wirklich schön, heute mit dir zu sprechen. Dein Optimismus steckt an. Danke, Sarah. Ich bewundere deine ruhige Art zuzuhören. Das macht jedes Gespräch mit dir wertvoll. Auch an unsere Hörer. Danke, dass ihr dabei wart. Ihr habt Zeit, Energie und vielleicht auch Mut investiert. Wir hoffen, ihr nehmt wenigstens einen neuen Satzbau oder ein neues Bild für euer Gefühlsvokabular mit. Testet das Gelernte noch heute. Vielleicht mit einem Freund, einem Kollegen oder im Tagebuch. Und wenn ihr Fragen oder Erfolgsgeschichten habt, schreibt uns. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen. Bleibt neugierig, bleibt ehrlich und gebt euch Raum für Fehler. Denn genau diese Fehler verwandeln sich bald in sichere Schritte. Wir verabschieden uns jetzt. Es war inspirierend, gemeinsam über Gefühle auf Deutsch zu reden. Bis zum nächsten Mal, ihr lieben Lernenden. Danke fürs Zuhören. Tschüss und alles Gute auf eurem Sprachweg.